Dies ist das Prototyp 3 von unserem Forschungsprojekt 2003 entstanden und finanziert von der HKB. Die Idee war, direkt im Herzen der Orgel einzusetzen, und zwar beim Wind, dass wir den Wind steuern können, den Winddruck. Und das können wir bei dieser Orgel in 4 verschiedenen Hinsichten. Einerseits durch Bälge, die den Winddruck einstellen. Wir haben eine Windwaage auf der rechten Seite des Spieltisches angebracht, die zeigt, wie viel Winddruck das gerade gespielt wird. Und so kann ich von 0 mm bis 130 oder noch etwas mehr Millimeter stufenlos einstellen. Ich habe 2 verschiedene Windsysteme, wieder wie bei Prototyp 1 oder 2. Wir haben auf dem ersten Manual ein Kegelventilsystem und auf dem dritten Manual ein Schwanzventil oder Klappenventilsystem. Und beiden Orten können wir den Wind einstellen. Ich drücke die Taste voll und dann fahre ich mit dem Winddruck nach unten. Das Interessante ist, dass zuerst ein Glissando passiert nach unten und dann unten, wenn ich fast keinen Winddruck mehr habe, dann gibt es eine Art Zerbröseln des Klanges. Er bricht auf in seine Obertöne und am Schluss haben wir ziemlich genau die Oktave des Klanges. Oder sogar noch in die Quinte. Jetzt habe ich eine weitere Möglichkeit, diesen Klang zu beeinflussen. Das ist direkt von der Taste aus mit dem Kegelventil, das in einer konischen Öffnung steht. Wir können jetzt hier auch auf der Orgel gestimmte reine Intervalle spielen. Wenn ich sie voll drücke, haben wir eine zu große Terz. Eine dritte Möglichkeit, um auf den Winddruck Einfluss zu nehmen, ist eine Proportionalschiene, die direkt in der Traktur auf der Taste aufgesetzt ist. Die Taste ist dann einerseits, wir haben einen Tastengang und einen Ventilgang und der kann unterschieden werden. Wenn ich hier die Taste habe, und da den Hebelpunkt, diese Schiene, dann geht das genau gleich. Dann kann ich das nach vorne schieben und dann habe ich ganz wenig Taste und ganz viel Ventil und umgekehrt viel Taste und wenig Ventil. Ich kann das zeigen da mit dem Hebel Traktur. Und wenn ich das mache, dann komme ich dann an den Punkt, wo wir vorher bei diesen 20 oder 10 mm Winddruck gewesen sind, und dann kann ich wirklich mit viel Taste ganz wenig Spielraum ausfüllen, also mit viel Bewegung, und kann sehr dosiert spielen. Diese Hebel
kann ich von Hand ziehen oder hier mit dem Pedal. Das ist jetzt sehr günstig, dass ich kombinieren kann. Eine dritte Möglichkeit, auf den Winddruck Einfluss zu nehmen, habe ich mit diesen beiden Dritten. Der linke Tritt, diese zwei sind fürs erste Manual, diese zwei fürs dritte Manual. Der linke Tritt verringert den Druck. Hier sauge ich sozusagen Luft ab. Ich hebe die Balgplatte, sodass sie weniger Druck hat. Oder dann das Gegenteil. Das sind diese 4 Möglichkeiten, um den Druck zu verändern. Das wird jetzt hier beim Prinzipal noch nicht so wahnsinnig interessant, höchstens in den untersten Millimetern oder im Überblasen, wenn es zu viel Druck hat. Aber bei diesen überblasenden Registern, wie die Terz eines ist, da wird es dann sehr interessant. 0 mit der Tiefen von 0 mm haben wir den Grundton. Dann springt es in die Quinte, Terz, Septime, None und Undezime. Und das Interessante ist, normalerweise sind solche überblasenden Registerpfeifen mit einem Loch versehen, dass sie wirklich in die Terz springen. Und hier haben wir auf das Loch verzichtet, so dass wir chaotische Klänge kriegen oder in der Holzbläsermanier Mehrklänge oder Multiphonics. Was sehr interessant ist. Da haben wir noch 2 Züge, die einstellen, wie viel Tastendruck das ich habe. Tastentiefgang. Es geht von 0 bis 13 mm. Das heißt, ich kann die Obertasten fast aufs Niveau der Untertasten hinunterdrücken. Und dann kann ich ganz wenig. Und dadurch bekomme ich die Möglichkeit, auch so perkussive Effekte zu machen. Oder dann mit den Überblasenden. Und wenn ich jetzt etwas kombiniere mit der Trakturübersetzung und mit dem Winddruck hier, mit diesen Hebeln, dann kann ich auch sehr interessante Effekte erzielen. Jetzt noch ein Register, das besonders beliebt ist hier bei uns im Berner Münster, ist die Windharfe. Das ist ein Register ohne Labium, das etwas zu hoch aufgebänkt ist, so dass der Wind die Kante schneidet des Pfeifenlochs unten am Fuß. Und so ergibt sich dann die Möglichkeit, Tonhöhen mit Blasgeräusch zu erzeugen, wie bei der Flöte zum Beispiel, die Windtöne.
Ich habe jetzt immer nur vom ersten und dritten Manual gesprochen. Das zweite Manual ist ein Koppelmanual, das beide Manuale miteinander spielen lässt, wobei die ersten 4 bis 5 Millimeter sind fürs dritte Manual vorgesehen und dann kommt das erste Manual dazu. Wir sagen dem das Clavichord-Manual, weil es den Effekt hat wie ein Clavichord, dass wir bei erhöhtem Druck auch den Ton etwas anheben können, auch lauter spielen können, wenn wir mit gleichen Registern spielen, jetzt zum Beispiel mit dem Gedakt 8-Fuß. Die Einstellung ist jetzt viel zu stark, also unterschiedlich. Ich kann das dann dosieren, dass ich zum Beispiel nur so bis 80 mm gehen beim ersten Manual und dann habe ich viel weniger Unterschied.